Bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Heiko Teggerts. Er ist der Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Abend. Schönen guten Abend. Der Migrationsgipfel, der erste, ist zu Ende gegangen. Nächste Woche will man sich wieder treffen. Einer der Knackpunkte, das dürfte die Zurückweisung an der Grenze werden von Migranten. Und da kommt ja auch die Polizei ins Spiel. Die Union will diese Zurückweisungen an der Grenze. Die Ampel ist da skeptisch. Ist das aber überhaupt im Moment umsetzbar, personell und auch technisch? Also personell und technisch auf jeden Fall umsetzbar. Meiner festen Überzeugung nach auch rechtlich umsetzbar. Wir reden über Menschen, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland kommen und hier einen Asylantrag stellen. Wir weisen ja jetzt auch schon zurück an der Grenze, nämlich all diejenigen, die kein Schutzersuchen äußern oder mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind. Also man müsste das insgesamt nur erweitern. Deshalb ist es für mich ehrlich gesagt schleierhaft, wie man 3 Stunden lang in einer Runde sitzen kann. Und diese einfache Frage, darf die Bundespolizei zurückweisen an der Grenze oder nicht, in dieser Zeit nicht geklärt bekommt. Eigentlich ein Riesenskandal. Die Menschen in Deutschland haben da andere Politik verdient, das sage ich ganz offen. Naja, es gibt dann noch andere Knackpunkte, zum Beispiel die Abschiebungen. Da sagen Sie uns zum Beispiel auch schon seit Jahren, auch wenn die beschlossen werden, sind die für die Polizei im Moment jedenfalls auch nur schwer durchzuführen. Also was bräuchten Sie hier und jetzt, um die über 200.000 ausreisepflichtigen Asylbewerber tatsächlich abschieben zu können? Also wir brauchen da zumindest mal eine Bündelung und eine Straffung der Zuständigkeiten. Ich habe es ja schon mal erklärt. Wir haben von der Einreise bis zur Rückführung mindestens 5 unterschiedliche Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene im Spiel. Das gehört gestrafft, das gehört in eine Hand. Dann kann ich auch Papiere besorgen, dann kann ich Abschiebungen, Rückführungen vorbereiten, dann habe ich die Zuständigkeit gebündelt beim Bund, dann kann ich mit ausländischen Vertretungen, mit den Heimatstaaten Kontakte pflegen, kann mich austauschen. Das funktioniert in dem System, wie wir es jetzt haben, alles nur spärlich. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass sich entweder die Schüblinge im letzten Moment anders überlegen und renitent werden, dann werden solche Abschiebungen abgebrochen, oder aber die erscheinen gar nicht zu dem Termin, weil, keine Ahnung, irgendeine Ausländerbehörde den 14 Tage vorher mitteilt, dass sie sich bitte am folgenden Tag um so und so viel Uhr am Flughafen melden. Sondern dass das nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand. Auch das gehört gestrafft und auch das muss Thema sein in dieser Runde und ein für alle Mal geklärt werden, wie wir damit umgehen. Sie haben gerade bei diesen Zurückweisungen davon gesprochen, dass es möglich wäre, rechtlich, personell und auch technisch. Und damit verbunden sind ja auch die Grenzkontrollen. Ja. Jetzt im Moment gibt es stationäre Grenzkontrollen. Ich glaube, Sie würden das Ganze als Erfolg bezeichnen? Ja, selbstverständlich. Die Zahlen sprechen ja auch für sich. Die Migrationszahlen sind in der Zeit, wo wir auch zur Schweiz und nach Frankreich die Grenzkontrollen haben, merklich zurückgegangen. Und das heißt, wäre es möglich, die dauerhaft einzuführen? Frau Faeser hat ja immer die Möglichkeit, die Sicherheitslage in Deutschland neu zu beurteilen. Und wenn sie zu dem Ergebnis kommt in ihrer neuen Beurteilung, dass sich an dem Zustand nichts verändert hat, dann kann sie selbstverständlich in Brüssel auch die Grenzkontrollen verlängern. Sie muss es im Übrigen sich nicht mal genehmigen lassen, sie muss es nur anzeigen. Das ist ja auch schwer nachvollziehbar. Wenn ich jetzt eine Genehmigung bräuchte aus Brüssel, um Grenzkontrollen einzuführen, dann könnte ich sagen, okay, das muss ganz explizit gründlich vorbereitet sein. Aber wenn ich es nur anzeigen muss, weil ich die Gefahr erkenne für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland, dann kann mir keiner erklären, warum man sich da so schwer mit tut. Offensichtlich funktionieren die Außengrenzkontrollen nicht, denn wenn die funktionieren würden, bräuchten wir keine Binnengrenzkontrollen. Wenn sie nicht funktionieren, müssen wir die Außenkontrollen eben nachholen an unseren Binnengrenzen. Eigentlich ganz logisch. Also aus Sicht der Polizei alles durchaus machbar und man wird sehen, ob die Politik sich nun in dieser Runde oder in einer nächsten auf das alles einigen kann. Man muss uns nur machen lassen. Ja. Ich kann es immer nur wieder sagen. Wir können das, man muss uns nur machen lassen. Heiko Teggert. Ich hoffe, dass die Bundesinnenministerin das hört. Heiko ja, hoffe ich auch. Danke.